Gesundheit braucht Verstand. Kennt ihr das? Kalte Hände, kalte Füße. Ihr sitzt im Büro und friert. Ihr zieht euch dick an und trotzdem von innen wärmt euch nichts. Jetzt kann Frieren ganz verschiedene Ursachen haben. Manche davon gehören sogar in ärztliche Hand. Aber es gibt einen Grund, von dem die wenigsten wissen, dass es ihn überhaupt gibt, denn in eurem Körper steckt etwas, das genau dafür gebaut ist, euch zu wärmen. Ein besonderes Fett. Aber nicht das Fett, das ihr kennt, das am Bauch sitzt und das ihr loswerden wollt, sondern ein Fett, was euch wirklich hilft, weil es euch wärmen kann. Dieses Fett speichert keine Energie, es verbrennt sie. Einfach, um euch warm zu halten. Man nennt es braunes Fett. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt Fett in eurem Körper, das Energie und Fett verbrennt. Babys haben davon richtig viel, um sich warm zu halten. Die können sich nämlich nicht warm zittern und können Wärme ganz schlecht halten. Also haben sie diesen eingebauten, nicht zitternden Heizofen, der das für sie erledigt. Erwachsene erzeugen durch Muskelzittern unter anderem ihre Wärme. Und lange hat man gedacht, dass bei Erwachsenen das braune Fett einfach verschwindet, weil es nicht mehr nötig ist. Das sagte man so lange, bis man vor ein paar Jahren festgestellt hat, dass man tatsächlich noch Reste davon hat als Erwachsener. Und das könnt ihr wieder aktivieren. Heute erkläre ich euch 3 Dinge. Erstens, was dieser Heizofen eigentlich ist und wie er funktioniert. Zweitens, was er realistisch kann und was nicht. Und so viel gleich vorweg, beim Abnehmen ist das nicht der große Held. Aber für eure Gesundheit könnte er wichtiger sein, als ihr ahnt. Und drittens, wie ihr ihn aktiviert. Ihr braucht dafür nämlich kein Eisbad. Im Gegenteil, Gesundheit braucht Verstand. Aber fangen wir nochmal vorne an. Die meisten denken bei Fett an das, was man nicht gerne hat. Das ist das weiße Fett. Und das ist im Grunde ein Lager. Das ist ein Energiespeicher. Wenn ihr mehr esst, als ihr braucht, packt euer Körper den Rest da rein und hebt ihn auf für schlechte Zeiten. Das ist evolutionär clever und war früher ja sogar überlebenswichtig. Heute, wo wir ständig Essen zur Verfügung haben, wird das in der Form eigentlich nicht mehr gebraucht. Und für viele wird es sogar zum Problem, weil sich einfach zu viel ablagert. Schaut euch mal so eine weiße Fettzelle an. Die ist im Prinzip eine große Blase mit einem Fetttropfen drin. Viel mehr passiert da nicht. Lagern und abwarten, ob man gebraucht wird. Und jetzt das braune Fett, das ist nämlich komplett anders aufgebaut. Eine braune Fettzelle ist vollgepackt. Viele kleine Fetttröpfchen statt einem großen. Und vor allem voll mit Mitochondrien. Das sind kleine Kraftwerke für die Zelle, die produzieren normalerweise die Energie, die die Zelle braucht. Und genau diese Mitochondrien machen das Fett braun. Die sind nämlich von Natur aus dunkel, weil da so viel Eisen drin steckt. Ganz viele Kraftwerke nebeneinander, das gibt diese bräunliche Farbe und daher der Name braunes Fett. Und jetzt kommt der Trick und der ist richtig elegant. Normalerweise nehmen diese Kraftwerke Nährstoffe und Sauerstoff auf und bauen daraus eine ganz bestimmte Form molekular gespeicherter Energie. Und die kann der Körper überall verwenden. Das müsst ihr euch in etwa so vorstellen wie eine Batterie, die aufgeladen wird. Im braunen Fett sitzt aber ein besonderes Protein, ein Eiweiß, und das macht etwas ganz Verrücktes. Es bohrt sozusagen ein Loch in die Moleküle. Also statt die Batterie direkt aufzuladen, entweicht die Energie bereits vorher. Und wo Energie direkt entweicht und gar nicht gespeichert wird, da entsteht etwas, nämlich Wärme. Und genau das macht braunes Fett. Es verbrennt Brennstoff, eure Zuckerreserven, euer Fett, nur um Wärme zu erzeugen. Nicht um Arbeit zu leisten, reine Heizung. Deswegen ist auch eine richtige Bezeichnung Heizofen. Eure Babys liegen im Kalten, können nicht zittern und der Heizofen springt an.
Und zwar ganz ohne Bewegung, allein durch Frieren und Verbrennen des Brennstoffs in der Fettzelle. Und genau das ist der Grund, warum so viele Leute aufhorchen, wenn sie vom braunen Fett hören. Ein Gewebe, das Kalorien verbrennt, einfach so im Hintergrund. Das klingt nach einem Traum. Aber bevor jetzt jemand zu viel hofft, dazu kommen wir gleich. Denn erst müssen wir verstehen, wer diesen Ofen eigentlich anschaltet. Das läuft über euer Nervensystem. Und zwar über einen ganz bestimmten Teil, den Sympathikus. Der Sympathikus ist der Teil des autonomen Nervensystems, der euch in Action bringt. Man könnte sagen, der Gaspedalnerv. Wenn Gefahr droht, wenn ihr rennen oder kämpfen müsst, dann übernimmt genau dieser Nerv die Regie. Das Herz schlägt schneller, die Muskeln sind gespannt, ihr seid hellwach. Und sein Gegenspieler ist der Parasympathikus, der Erholungsnerv, der auf die Bremse tritt und Ruhe schafft. Und jetzt pass auf, wenn es kalt wird und eure Haut Kälte meldet, dann läuft diese Information über die Nerven zum Rückenmark, zum Gehirn, speziell zum Hypothalamus, so eine bestimmte Schaltstelle, die auch für Wärmeempfindung zuständig ist und die Regelung einleitet. Über diesen Weg wird der Sympathikus aktiviert und schlägt Alarm. Er schickt einen Botenstoff los, der heißt Noradrenalin und der dockt im braunen Fett an, wie ein Schlüssel, der in ein Schloss passt und gibt den Befehl, anschalten, heizen. Das ist der ganze Mechanismus. Kälte, Nerv, Gehirn, Sympathikus, Botenstoffe, Heizung an. Und jetzt will ich zwischendurch irgendwas einordnen, was wichtig ist. Wir reden in unseren Videos häufig von Sympathikus als Stressnerv. Er könnte zum Problem werden, wenn er unter Dauerstress arbeitet. Dauerstress bedeutet, er steht quasi ständig unter Strom und schaltet nie ab. Und das stimmt. Wenn dieser Nerv ständig chronisch auf Hochtouren läuft, dann macht das krank. Schlechter Schlaf, hoher Blutdruck, alles was dazugehört. Aber, und das ist die Einordnung, der Sympathikus ist nicht euer Feind, sondern euer Werkzeug. Genauso wie im Auto das Gaspedal nicht euer Feind ist. Ihr dürft nur nicht mit Vollgas auf die rote Ampel zu rasen. Und hier beim braunen Fett sehen wir mal die gute Seite. Ein kurzer, klarer Kältereiz aktiviert den Sympathikus für einen Moment. Er macht seinen Job und der Ofen läuft. Und danach kommt die Erholung. Und das ist gesund. Das ist genau der Rhythmus, den der Körper braucht. Reiz, Reaktion, Pause. Nicht Dauerfeuer. Den Zusammenhang brauchen wir gleich noch, wenn es darum geht, wie ihr es richtig macht. Denn da liegt der ganze Unterschied zwischen einem natürlichen Reiz und einem schädlichen Dauerstress. Gut, und jetzt noch einmal zu der Frage, die euch interessiert. Habt ihr überhaupt noch braunes Fett? Oder ist das nur was für Babys? Ihr wisst ja, Babys haben richtig viel davon und das meiste sitzt zwischen den Schultern und umhüllt die Organe. Ein Neugeborenes kann nicht zittern, hat eine relativ große Oberfläche und verliert schnell seine Körperwärme. Daher ist der Braunfettofen für das Baby überlebenswichtig. Und dann dachte man lange, das bildet sich zurück, Erwachsene haben das gar nicht mehr und genauso stand es jahrzehntelang in den Lehrbüchern. Bis man vor etwa 15 Jahren etwas gemacht hat, was eigentlich gar nicht für diesen speziellen Untersuchungsbereich gedacht war. Bei bestimmten Bildgebungen, mit denen man zum Beispiel nach Tumoren sucht, das hat damals einiges durcheinandergewirbelt. Plötzlich war klar, Erwachsene haben das auch noch, nicht so viel wie Babys, aber es ist da und es ist aktiv. Wo sitzt es beim Erwachsenen? Vor allen Dingen am Hals, rund um das Schlüsselbein und an der Wirbelsäule des Rückens. Hier am Hals, oberhalb des Schlüsselbeins, da ist die wichtigste Stelle. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, den ich euch versprochen habe, und da nehme ich mich in die Pflicht.
Wenn euch ständig kalt ist, dann ist das braune Fett nur ein möglicher Grund von mehreren. Und es ist nicht mehr der häufigste. Ständiges Frieren kann zum Beispiel ein Zeichen dafür sein, dass die Schilddrüse zu langsam arbeitet. Und für Eisenmangel, was häufig bei Frauen vorkommt. Und für eine schlechte Durchblutung. Und das sind Dinge, die müssen behandelt werden. Also wenn euch wirklich dauernd kalt ist, dann lasst das mal vom Arzt untersuchen. Ein einfacher Bluttest klärt da schon das meiste. Und wenn solche Sachen vorliegen, dann kriegt man das nicht einfach mit einer kalten Dusche hin. Aber, und das ist der Teil, den die wenigsten kennen, wenn der Arzt sagt, alles in Ordnung, Blutwerte in Ordnung, Schilddrüse in Ordnung und ihr friert trotzdem leicht, dann lohnt sich der Blick auf genau dieses Gewebe. Denn bei dem einen oder anderen ist der Heizofen einfach eingeschlafen, weil er nie gefordert wird. Aber genau den kann man wieder wecken. Jetzt denkt der eine oder andere natürlich, Fett, das Fett verbrennt, ohne das, was getan wird. Wenn ich das aktiviere, nehme ich ab. Und genau das wird euch gerade an jeder Ecke verkauft. Kälteprogramme, Abnehmversprechen, das große Geschäft mit dem braunen Fett. Und genau da muss ich euch enttäuschen, weil das so nicht stimmt. Schauen wir uns mal ganz nüchtern die Zahlen an. Wenn euer Fett arbeitet, verbraucht es Energie. Aber wie viel? Im Alltag sind das beim normalen Erwachsenen etwa 20 bis 30 Kalorien am Tag. Das ist ein halber Apfel. Ein paar Bissen zum Abnehmen ist das ehrlich gesagt lächerlich wenig. Wer also glaubt, er stellt sich kurz in die Kälte und schmilzt dann dahin, der wird mächtig enttäuscht. Allein über braunes Fett nehmt ihr nicht ab. Das soll und muss ja auch bleiben. Verbraucht wird nicht das braune Fett, sondern ganz allgemein Energie, wenn das braune Fett als Heizung aktiv wird. Der eigentliche Gewichtsverlust, wenn er denn überhaupt entsteht, der soll ja das weiße Fett betreffen. Braunes Fett zu aktivieren ist also ehrlich gesagt nicht die Hauptbaustelle, wenn es darum geht, Fett abzubauen. Da geht es um Ernährung, um Bewegung, um Schlaf, über die ganzen Dinge, über die wir schon in verschiedenen Videos gesprochen haben. Und ich sage euch ganz offen, in der Forschung ist das ein Feld, das noch in Bewegung ist. Wie viel braunes Fett zum Abnehmen wirklich beiträgt, darüber besteht noch keine Einigkeit. Einige Studien sehen kleine Effekte, andere gar keine. Da ist also das letzte Wort noch längst nicht gesprochen. Aber, und jetzt kommt das Aber, und das ist der eigentlich wichtige Teil. Heißt das, braunes Fett ist egal? Im Gegenteil. Nur der wahre Nutzen, der liegt ganz woanders. Der zeigt sich nicht auf der Waage, sondern für eure Gesundheit. Es gab eine Auswertung bei über 50.000 Menschen, eingeteilt danach, ob sie braunes Fett haben oder nicht. Und da hat sich etwas gezeigt, was ein aufhorchen lassen sollte. Die Menschen mit aktivem braunen Fett hatten nur halb so viel Diabetes Typ 2 wie die andere Gruppe, die kein braunes Fett hatte. Also nicht ein bisschen weniger, sondern die Hälfte. Und das ging noch weiter. Seltener Bluthochdruck, seltener verkalkte Herzkranzgefäße, seltener Schlaganfall, seltener Herzschwäche, bessere Blutzucker und Blutfettwerte. Also genau die Dinge, die Menschen im Alter krank machen und das Leben verkürzen. Und jetzt kommt der Punkt, der mich am meisten überzeugt hat. Am stärksten war der Effekt bei Menschen mit starkem Übergewicht. Also ausgerechnet bei denen, die das größte Risiko tragen. Bei denen scheint das braune Fett, wenn es aktiv ist, am meisten abzufedern. Das muss ich ehrlich sein und das gehört dazu. Das ist erstmal ein Zusammenhang, aber kein valider Ursachen-Wirkungsbeweis. Es könnte ja auch sein, dass diese Menschen insgesamt anders leben. Das kann man natürlich nicht sauber trennen, aber ein deutlicher Hinweis. Braunes Fett scheint also noch mehr zu sein als nur eine Heizung. Es wirkt wie ein kleines Stoffwechselorgan, das im Hintergrund mitarbeitet. Es zieht Zucker und Fett aus dem Blut und verbrennt sie. Und das hält ganz offenbar das gesamte System gesünder. Und damit sind wir genau bei dem Thema, dass wir
im Longevity-Video besprochen haben. Da ging es nicht ums lange Leben um jeden Preis, sondern um das gesunde Leben. Und genau das ist hier der Punkt. Braunes Fett macht euch nicht schlank. Aber es sieht ganz danach aus, dass es euch hilft, gesünder alt zu werden. Und das ist natürlich viel mehr wert als ein paar Kalorien. Mein Fazit also, braunes Fett ist kein Wundermittel zum Abnehmen, also vergesst das. Aber es ist ein echter Baustein für einen gesunden Stoffwechsel und ein gesundes Herz-Kreislauf-System. Und es ist ein faszinierender Beweis dafür, dass euer Körper Werkzeuge eingebaut hat, von denen die meisten gar nichts wissen. Und das sind Werkzeuge, die ihr nutzen könnt. Und genau deshalb kommen wir jetzt zum praktischen Teil. Also, wie weckt ihr diesen Heizofen wieder auf? Der wichtigste Reiz, ihr ahnt es schon, Kälte. Wenn der Körper Kälte spürt, läuft der Mechanismus an. Genauso, wie wir ihn vorhin besprochen haben. Kälte, Sympathikus, Noradrenalin, Ofen an. Und wenn ihr das regelmäßig macht, passiert sogar etwas Schönes. Euer Körper baut mehr vom braunen Fettgewebe auf und macht es leistungsfähiger. Und das ist tatsächlich trainierbar, wie ein Muskel. Und jetzt kommt der Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, weil genau hier rum gerade so viel Unsinn kursiert. Ihr braucht dafür kein Eisbad. Ich sehe überall diese Videos, Leute stürzen sich in eiskaltes Wasser, zittern mit verzerrtem Gesicht. Und denen wird eingeredet, das sei der Königsweg für ihre Gesundheit. Wir haben dazu ein eigenes Video gemacht, schaut es euch an. Extremes Eisbaden ist überbewertet und nicht so harmlos, wie viele tun. Für manche Menschen ist es sogar riskant, gerade wenn Probleme mit Herz und Kreislauf bestehen. Und hier ist die gute Nachricht, die zu allen passt. Für all das, was wir zum Sympathikus gesagt haben. Für das braune Fett braucht ihr diese Extreme nicht. Es reichen kleine, moderate Kältereize. Erinnert euch, kurzer Reiz, dann Erholung. Das ist das gesunde Muster. Ein Schockreiz im Eiswasser ist nicht besser. Er ist lediglich extremer. Aber extrem bedeutet nicht gleich gesund. Also bewertet das Eisbaden nicht über und habt auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen, wenn ihr das nicht macht. Ich zeige euch jetzt 4 einfache Wege, die in euren Alltag passen, ohne Drama und Aufwand. Der erste Weg ist der einfachste von allen, weil dabei schlaft ihr sogar. Schlaft kühl, dreht im Schlafzimmer die Heizung runter. Temperaturen von 16 bis 19 Grad sind ideal. Das ist ohnehin die Temperatur, die für guten Schlaf am besten ist. Das haben wir schon in unseren Videos zum Schlaf erklärt. Euer Körper muss zum Einschlafen seine Kerntemperatur absenken. In einem beheizten Schlafzimmer arbeitet ihr ständig dagegen. Und jetzt kommt der Bonus. In einem kühlen Schlafzimmer bekommt euer braunes Fett einen ständigen, sanften Kältereiz über die ganze Nacht. Der ist nicht so stark, dass ihr zittert, aber es reicht aus, damit der Ofen arbeitet. Stunde um Stunde. Und genau dieser milde Kältereiz ist hochgradig dafür geeignet, dass sich braunes Fett nach und nach aufbaut. Das ist für mich der schönste Hebel, weil er nichts kostet, keinen Verzicht bedeutet und nebenbei noch besser schlafen lässt. 2 Fliegen mit einer Klappe. Der zweite Weg, die kalte Dusche. Aber bitte richtig verstanden. Ihr müsst euch also nicht 10 Minuten lang unter eiskaltes Wasser zwingen. Macht es so, duscht normal warm wie immer. Und dann ganz am Ende dreht ihr für eine halbe bis 1 Minute von kühl bis kalt. Und das reicht völlig. Das ist ein kurzer, klarer Reiz, genau das, was wir wollen. Der Sympathikus macht kurz seinen Job, der Ofen springt an und dann ist gut. Kurz und knackig und dann wieder aufwärmen. Das ist etwas völlig anderes, als minutenlang im Eiswasser zu sitzen. Der dritte Weg kostet gar nichts und passt einfach so in den Tag. Lasst die Kälte auch mal an euch ran. Wir packen uns heute bei jedem kalt geahnten Lüftchen schon in dicke Schichten. Und ein Reiz, den der Körper nie bekommt, lässt das System verkümmern. Das ist wieder das System, auf das ich schon häufig hingewiesen habe. Was nicht gefordert wird, baut ab.
Heißt konkret, geht bei Kälte mal draußen spazieren, ohne euch gleich in 5 Schichten einzumummeln. Eine Jacke weniger, frische, kalte Luft auf der Haut spüren. Dreht zu Hause die Heizung 1-2 Grad runter. Das ist kein Verzicht, das ist ein gesunder Reiz. Wichtig ist hier, es geht nicht um Frieren bis zum Zittern. Es geht um angenehme, milde Kühle. Der Körper soll merken, es ist kühl, ich heiz ein bisschen, mehr nicht. Und der 4. Weg überrascht jetzt vielleicht den einen oder anderen oder auch nicht. Bewegung und Sport. Wieso das denn, denkt ihr? Beim Sport wird mir doch warm und nicht kalt. Stimmt, aber hier läuft ein anderer Mechanismus und der ist richtig faszinierend. Wenn ihr eure Muskeln belastet, dann schütten die einen Botenstoff aus. Ein Signal, das durch euren ganzen Körper wandert. Und dieses Signal hat eine ganz erstaunliche Wirkung. Es kann euer weißes Fett dazu bringen, sich umzubauen. So ein kleines Stück in Richtung zum braunen Fett, beiges Fett. Dort siedeln sich mehr von diesen Kraftwerken an und das beige Fett wird auch zum Heizofen. Man nennt diesen Prozess Bräunen. Und auch hier bin ich ehrlich, wie groß diese Effekte sind beim Menschen, das wird immer noch erforscht. Aber es ist ein weiterer guter Grund, sich zu bewegen, neben den 100 anderen, die ihr schon kennt. Bewegung ist ohnehin einer der stärksten Hebel für eure Gesundheit. Und ein Punkt noch, der oft vergessen wird. Esst nicht ununterbrochen über den ganzen Tag irgendetwas. Wer den ganzen Tag durchgängig nachschiebt, dessen Körper ist in einem Speichermodus. Wenn ihr eurem Stoffwechsel mal eine Pause gönnt, normale Essenspausen bis zur nächsten Mahlzeit, dann unterstützt ihr auch hier das Gleichgewicht. Das passt zu allem, was wir zu Stoffwechsel und Erneuerung schon besprochen haben. Und jetzt kommt ein Punkt, den fast alle übersehen. Wir haben die ganze Zeit von einem Ofen geredet, der Brennstoff verbrennt. Aber jeder Brennvorgang braucht 2 Dinge. Den Brennstoff und dazu Sauerstoff. Ohne Sauerstoff kein Feuer. Das gilt für euren inneren Ofen am Hals, genauso wie für das Lagerfeuer. Und tatsächlich, wenn euer braunes Gewebe anspringt, dann schießt sofort mehr Blut in dieses Gewebe. Und warum? Weil es Sauerstoff braucht, und zwar genug davon. Die Durchblutung steigt, um den Nachschub zu liefern. Und wenn der Sauerstoff knapp wird, dann arbeitet der Ofen sofort schlechter. Und das sind gemessene Tatsachen und keine Theorien. Und wo kommt dieser Sauerstoff her? Natürlich aus eurer Atmung. Jeder Atemzug trägt dazu bei und damit sind wir beim Thema, über das ich oft spreche. Wie wir atmen, ist absolut nicht egal. Eine ruhige, tiefe Nasenatmung ist einer flachen Mundatmung enorm überlegen. Der Körper wird über die Nasenatmung deutlich besser mit Sauerstoff versorgt als bei Mundatmung. Jetzt sage ich nicht, dass schlechtes Atmen euer braunes Fett abschaltet. Das ginge zu weit. Aber es ist genau das Prinzip, das sich durch all meine Videos zieht. Die Basisfunktionen müssen stimmen, damit alles im Körper optimal laufen kann. Atmung, Versorgung, Durchblutung, das ist das Fundament. Der beste Heizofen nützt auch nichts, wenn Sauerstoff nicht in richtiger Art und Weise ankommt. Das hängt natürlich ganz eng zusammen. Und wenn die Basisfunktionen nicht korrekt ablaufen, also so, wie sie biologisch eigentlich vorgesehen sind, dann haben wir dafür ein Training entwickelt. Man trainiert also quasi die Basisfunktionen und die sind an allen Prozessen im Körper beteiligt. Deswegen das Training. Und jetzt fassen wir zusammen. In euch steckt braunes Fett. Es ist kein Abnehmen-Wundermittel. Der Effekt aufs Gewicht ist klein. Der wahre Nutzen, der liegt woanders. Menschen mit aktivem braunem Fett haben seltener Diabetes Typ 2, seltener hohen Blutdruck und seltener Herzprobleme. Also genau Krankheiten, die uns im Alter treffen. Braunes Fett macht euch nicht schlank, aber es hilft euch, gesunder alt zu werden. Es ist ein Baustein und kein Zaubertrick. Und aktivieren tut ihr es mit kleinen, moderaten Reizen. Kühl schlafen, eine kalte Dusche zum Abschluss, die Kälte im Alltag draußen mal zulassen. Ja, und was immer dazu gehört, die Bewegung. Kein Eisbad. Klein und regelmäßig schlägt extrem und selten. Wenn euch das Video geholfen hat,
dann teilt das Video. Besonders an die, die gerade glauben, sie müssten sich für die Gesundheit ins Eiswasser stürzen. Sagt ihm, muss er nicht. Abonniert den Kanal, Daumen hoch, drückt auf die Klingel und schreibt mir einen Kommentar. Friert ihr schnell? Und welchen der 4 Wege führt ihr als erstes aus? Wer mehr zum Thema Kälte und warum Eisbaden extrem überbewertet ist, wissen will, der schaut sich unser Video zum Eisbaden an. Und wer verstehen will, wie ihr euren Körper jung und gesund haltet, dann schaut euch das Longevity-Video an. Ich verlinke euch beide. Ja, und wie immer, Gesundheit braucht Verstand und tschüss für heute.